Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch mein erstes 12 Liter Nano Aquarium vorstellen. Hier seht ihr es circa 2 Wochen, nachdem ich es eingerichtet habe. Meine ersten Aquascape-Versuche hatte ich ja mit einer Vase gemacht und danach stand fest, dass ich es mit einem größeren Becken versuchen will. Zu groß sollte es aber auch nicht sein, damit es leicht zu entsorgen gewesen wäre, falls es mir doch keinen Spaß machen sollte. Das 30 x 20 x 20 cm kleine Becken habe ich dann, ohne mich groß zu informieren, für 11 € in einem Baumarkt gekauft und dazu gleich noch einen Eckfilter, der mir passend erschien, und spontan noch eine kleine Wurzel. Das Becken an sich und den Filter stelle ich noch später in separaten Videos vor. Ich habe es 24 Stunden auf Dichtigkeit getestet und dann den Boden mit weißem Aquariumsand aufgefüllt. Ich wollte kein Soil, weil mir das Becken mit seinen vielleicht netto 10 Litern für die ganzen Nährstoffe zu klein erschien und ich finde weiß auch einfach schöner. Es kamen noch ein paar Steine aus dem Garten dazu, um die Wurzel zu beschweren. Ja, und dann bin ich natürlich sofort los, um Pflanzen zu kaufen, leider ohne mich richtig zu informieren. Aber so ist das am Anfang halt. Der eigentliche Plan war kein CO2, relativ wenig Licht und somit wenig Pflege. Ja, dafür schien mir eine Anubias die richtige Pflanze, und zwar passend zur Aquariumgröße die Variation Nana Petit, aber die gab es dort nicht, also habe ich die nächstgrößere Anubias, die Variation Nana, gekauft, die jetzt aber ein bisschen groß wirkt. Aber immerhin macht sie sich gut. Beim Moos und beim Bodendecker habe ich mich in Bezug auf meinen Plan ein bisschen verkauft, aber darauf gehe ich dann später nochmal im Detail ein. Ja, das sah am Anfang natürlich alles ein bisschen kahl aus, besonders weil ich noch keine passende Lampe hatte, die ich nächstes Mal auf jeden Fall vor den Pflanzen kaufen würde. Aber in meiner Wohnung ist es recht hell und die Pflanzen haben schon am nächsten Tag angefangen, sich aufzurichten. Die Anubias hat ein neues Blatt bekommen und dann war auch endlich die Lampe da. Eine Aqualighter Pico LED von Kohler. Darauf gehe ich dann aber gleich nochmal genauer ein. Hier auf dem Bild sind jetzt noch ein paar Stängel Sumatra-Farn dazu gekommen, die ich aber wieder rausgeworfen habe, weil sie irgendwie nicht zum Rest gepasst haben. Damit sind dann leider Blasenschnecken ins Aquarium eingewandert, die ich eigentlich sehr schön finde, die aber sehr viel Dreck machen. Wie ich damit umgehe, erkläre ich dann nochmal in einem späteren Video. Nach 2 Wochen hatten sich die Pflanzen soweit eingewöhnt. Inzwischen war noch der kompakte Wasserkelch dazugekommen, von dem ich einen Topf für mein zweites Aquarium gekauft hatte. Den konnte ich in insgesamt 7 Pflanzen teilen. Er macht sich ganz gut und ist genügsam und er wächst recht langsam. Die Blätter musste ich ab und zu mal von Algen befreien und ein paar sind auch gelb geworden und ich musste sie abschneiden. Von dem Gras, das ich in vitro gekauft habe, hatte ich mir erhofft, dass es einen schönen Rasen bildet. Da hätte ich mich wirklich vorher besser informieren sollen. Es braucht für sein langsames Wachstum relativ viel Licht und es liebt weiches Wasser. Bei mir ist das Wasser sehr hart und das Licht ist relativ schwach. Außerdem habe ich es gleich zurückgeschnitten in der Hoffnung, dass es dann dichtere Büschel macht. Aber das hat es mir übel genommen. Ich weiß auch nicht, ob Sand der richtige Bodengrund dafür ist. Das Moos, auch in vitro gekauft, wächst leider nicht so wie von mir erhofft in die Breite, sondern in die Höhe. Es dreht sich dabei und das sieht dann aus wie Flammen, deswegen Variation Flame. Ich dachte, Moos ist Moos, aber das ist halt nicht so. Es setzt sich auch irgendwie nicht fest und nach jedem Wasserwechsel fliegen die langen Fäden durchs ganze Becken. Da hätte ich mich vor dem Kauf auf jeden Fall besser informieren müssen, aber irgendwie gefällt es mir trotzdem. Ich werde es an manchen Stellen mal versuchsweise zurückschneiden. Wie ich das mache, seht ihr dann in einem der folgenden Videos. Die Anubias ist mein ganzer Stolz und sie gedeiht prächtig. Sie hat gleich neue Blätter gebildet und sieht sehr schön aus. Ich hatte sie im Körbchen gekauft und konnte sie in 2 Pflanzen teilen. Erst habe ich sie in den Sand gesteckt, bis ich gelesen habe, dass sie eine Aufsitzerpflanze ist. Jetzt, wo das Rhizom auf dem Holz liegt, klammert sie sich dort mit vielen Wurzeln fest, die recht schnell gewachsen sind. Die zweite sitzt auf einem Stein und macht sich dort auch sehr gut. Ich nutze den Specialized Nutrition Dünger von Tropica. Da sind alle wichtigen Nährstoffe drin und es ist einer der wenigen, die auch Nitrat und Phosphat enthalten. Das brauche ich, weil ich keine Tiere im Aquarium habe, die das produzieren würden. Man soll davon einmal in der Woche 10 Milliliter auf 100 Liter zugeben, also 1 Milliliter in mein Becken. Aber jetzt am Anfang mache ich das nur unregelmäßig und die Pflanzen wachsen trotzdem.
Das Wasser wechsle ich recht häufig und meist fast komplett, weil die Wurzel das Wasser noch braun färbt, aber momentan auch noch unregelmäßig. Beleuchtet wird das Aquarium wie gesagt mit der Aqualighter Pico LED von Kohler und ich filtere es mit dem Dennerle Nano Eckfilter. Die Lampe verbraucht weniger als 2 Watt Strom, produziert 150 Lumen, also bei mir ca. 15 Lumen pro Liter, was für meine Pflanzen außer für das Gras ausreichend ist. Die 3 Osram LEDs liegen zwischen 4500 und 5500 Kelvin und machen, wie ich finde, ein schönes Licht, aber ich stelle die Lampe in einem späteren Video noch einmal genauer vor. Der Dennerle Nano Eckfilter macht einen ziemlich guten Job. Ich habe ihn voll aufgedreht, sodass er ordentlich Strömung in dem kleinen Becken produziert. Es gibt dafür noch ein Strahlrohr, mit dem man das Wasser auch plätschern lassen kann, um Sauerstoff hineinzubringen. Aber das wäre bei mir kontraproduktiv, weil ich kein CO2 zuführe. Und das bisschen, was davon im Wasser ist, würde dann auch noch ausgetrieben. Wie man hier von der Seite sieht, macht der Filter das Wasser richtig schön klar. Leider wird die Strömung auf ihrem Rückweg von der Wurzel nach oben geleitet und der Filter saugt hauptsächlich von weiter unten an. Somit drehen die Schwebstoffe erstmal die eine oder andere Runde, bis er sie dann irgendwann doch erwischt. Bei der vom Hersteller angegebenen maximalen Pumpleistung von 150 Litern in der Stunde würde er das Wasser in meinem kleinen Becken in dieser Zeit 15 Mal umwälzen. Aber die Leistung lässt mit der Zeit nach, je mehr der Filter verschmutzt. Und man sieht dann auch, wann es Zeit ist, ihn zu reinigen. Im Hintergrund erkennt man auch schon mein zweites Becken, das ich im nächsten Video vorstelle. Da verwende ich den gleichen Filter. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Inzwischen ist noch eine Pflanze dazugekommen, die ich euch in einem Update vorstelle, wenn das Becken vielleicht 6 Wochen alt ist. Es sind wie gesagt noch Videos über das zweite Becken, über die Lampe, den Filter und noch über weiteres Zubehör geplant, das ich mir zugelegt habe. Es lohnt sich also, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Ich sage Tschüss, bis dahin und macht euch mal wieder die Hände nass.